InnoGames, der Hersteller und Publisher von Forge of Empires, Elvenar, Crepolis, Die Stämme und vielen Browser- und Mobile-Spielen mehr, hat vor kurzem ein neues Spiel rausgebracht: Rise of Cultures. In diesem Video schauen wir uns das Spielprinzip, den Aufbau und die starken Ähnlichkeiten insbesondere zu Forge of Empires an. Das neue Strategie- und Aufbauspiel ist ausschließlich für Mobilgeräte, also iOS und Android verfügbar. Auf eine Browserunterstützung wird im Gegensatz zu den Vorgängern also direkt verzichtet. Das ist allerdings auch nicht wirklich überraschend, da die Browsergemeinschaft seit Jahren zurückgeht und die letzten Titel von InnoGames alles bereits Mobile-Only-Spiele waren. Doch was sind überhaupt diese Vorgänger? Sowohl das Spielprinzip als auch viele Inhalte orientieren sich sehr stark an InnoGames Vorzeigetitel Forge of Empires. Und damit ist Rise of Cultures auch nicht der erste Titel. 3 Jahre nach Release von Forge of Empires wurde Elvenar veröffentlicht. Mehr oder weniger ein 1:1 Klon, der das Erfolgskonzept in eine mystische Welt übertragen sollte. Nahezu alle Mechaniken wurden beibehalten, doch die ersten Fehler, die bei Forge of Empires gemacht wurden, wurden bereits ausgebessert und dafür neue Spielmodi ausprobiert. Das macht Elvenar in meinen Augen heute zu einem deutlich gebalancederen Spiel als Forge of Empires, wo unterschiedliche Änderungen und Entwicklungen das Spiel nachhaltig auf den Kopf gestellt haben. Rise of Cultures kombiniert nun die positiven Erfahrungen aus beiden Spielen. Das Grundprinzip ist nahezu identisch zu Forge of Empires. Ihr forscht euch durch unterschiedliche Epochen der Menschheitsgeschichte. Dabei werden immer neue Gebäude, Einheiten und Güter freigeschaltet. Auch Optik und Aufbau des Forschungsbaumes erinnern sehr an FOE, wobei Rock erstmals auch Jahreszahlen zu den Zeitaltern aufführt und deutlich kleinschrittiger vorgeht. Die Stein- und Bronzezeit kennen wir bereits aus FOE, doch dort geht es dann direkt mit der Eisenzeit weiter, welche ab ca. 500 v. Chr. angesiedelt wird. Rock besitzt in dieser Zeitspanne noch 3 komplett neue Zeitalter: die minoische Ära, die griechische Klassik und das frühe Rom. Die Bezeichnung Eisenzeit wird nicht verwendet und es geht weiter mit dem Römischen Reich um 50 v. Chr., wo der aktuelle Forschungsbaum auch bereits wieder endet. Wir können uns hier also sicher darauf freuen, dass deutlich mehr Aspekte der Geschichte behandelt werden. Auch könnt ihr während der Forschung immer wieder historischen Persönlichkeiten wie Cäsar oder Kleopatra begegnen. In der minoischen Ära beispielsweise sollt ihr mit dem Aufstieg Ägyptens Kleopatra dabei helfen, eine zusätzliche ägyptische Siedlung aufzubauen. In dieser werden dann unter anderem Güter produziert, die ihr auch für Gebäude und Forschung eurer Hauptstadt benötigt. Forschungen, die neue Dinge für diese Siedlung freischalten, erstrecken sich über beide griechische Zeitalter. In den römischen Zeitaltern schaltet ihr dann die verbündete Kultur China frei. Diese Kulturen erinnern sehr stark an die Gastrassen in Elvenar oder die kulturellen Siedlungen in Forge of Empires. Jedoch bleiben sie in Rise of Cultures für immer bestehen. Doch jetzt sollte ich wohl langsam mal zum offensichtlichen Unterschied der Spiele kommen. Rock setzt auf eine komplett neue Grafik. Seine Vorgänger haben, wohl auch etwas gezwungen durch die Browserunterstützung, vollständig auf 2D-Grafiken gesetzt. Hier allerdings existiert alles in 3D-Modellen. Das hat einige Vorteile. Beispielsweise sind einige neue Animationen möglich. Wollt ihr Ereignisse rund um eure Stadt einsammeln, müsst ihr jedes Mal eine bestimmte Anzahl eurer Arbeiter dazu beauftragen. Diese laufen dann tatsächlich los und bearbeiten das Ereignis, bis sie es geöffnet haben. Eingesammelte Münzen fliegen direkt von den Häusern in euer Inventar. Eine Neuerung, die alteingesessene FOE und Elvenar-Spieler vermutlich gar nicht mehr für möglich gehalten hätten, doch man kann Gebäude drehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist hier tatsächlich möglich, Gebäude zu drehen. Und wenn wir schon mal in der Stadt sind, auch gleich noch ein paar andere Unterschiede. Ich habe eben bereits die Arbeiter angesprochen. Das ist etwas, das wir von Elvenar bereits in Form der Baumeister kennen. Ihr könnt also nicht beliebig viele Gebäude gleichzeitig bauen, sondern immer nur so viele, wie ihr Arbeiter für deren Bau entbehren könnt. In Elvenar gab es allerdings trotzdem noch die normale Bevölkerung, die wir auch von FOE kennen, die für Produktionsstätten und andere Gebäude nötig war. Die fällt komplett weg. Arbeiter sind wortwörtlich eure Arbeitskraft für alles.
Ihr wollt ein neues Gebäude bauen? Okay, darum kümmert sich einer eurer Arbeiter, den ihr erst wieder zur Verfügung habt, wenn der Bau abgeschlossen ist. Ihr wollt Nahrung auf beispielsweise einer Plantage produzieren? Okay, darum kümmert sich ein Arbeiter, den ihr erst wieder zur Verfügung habt, wenn die Produktion abgeschlossen ist. Ihr wollt Einheiten rekrutieren, Güter produzieren oder Ereignisse sammeln? Okay, darum kümmern sich eine bestimmte Anzahl eurer Arbeiter, die ihr erst danach wieder zur Verfügung habt. Der Vorteil ist, dass ihr durch neue Häuser auch weitere Arbeiter dazu bekommt. Allerdings ist das hier auch nicht ganz so einfach, denn ihr könnt nicht so einfach beliebig viele Häuser bauen. Ihr habt von jedem Gebäudetyp nur eine bestimmte Anzahl, die ihr bauen dürft. Das sorgt insbesondere am Anfang dafür, dass ihr eigentlich fast immer mehr Platz habt, als ihr überhaupt vollbauen könnt. Weitere Gebäude eines Typs schaltet ihr über die Forschung frei. Dort könnt ihr auch Upgrades für diese freischalten. Dass Gebäude nicht mehr ständig gegen komplett andere ersetzt werden müssen, sondern geupgradet werden können, war schon eine Verbesserung, die Elvenar aus Forge of Empires gelernt hat und die es nun auch in das neue Spiel geschafft hat. Etwas komplett Neues ist allerdings das Straßennetz. Darum müsst ihr euch nämlich schlicht nicht mehr kümmern. Ihr könnt Gebäude so eng nebeneinander bauen, wie ihr wollt. Die Straßen werden automatisch durch die unbebaubaren Zwischenräume gezogen. Das erleichtert beim Bauen schon vieles. Und natürlich gibt es auch wieder besondere Gebäude mit besonderen Effekten. In FOE heißen sie legendäre Bauwerke, in Elvenar antike Wunder und hier nun Weltwunder. Das Prinzip bleibt aber überall gleich, wobei in Elvenar meines Wissens nach und natürlich auch bei der übersichtlichen Anzahl Gebäude in Rock auf unerwartet überpowerte Effekte wie bei der Arche, die das gesamte Spiel auf links drehen, verzichtet wird. Auch in Rise of Cultures müsst ihr erstmal Baupläne sammeln, um die Gebäude bauen und upgraden zu können. Außerdem müsst ihr natürlich Forschungspunkte investieren. Und zusätzlich wurde auch eine Eigenschaft dieser Gebäude aus Elvenar übernommen, sodass ihr auch hier Münzen, Nahrung und Güter bezahlen müsst, um ein Upgrade durchzuführen. Eine weitere Eigenschaft der Weltwunder, die bereits in Elvenar existiert, ist das Ändern des Aussehens bei Auflevelung. Zwar kann ich das noch nicht beurteilen, aber ich denke mal, dass Elvenar mit der Änderung der Landschaft bei einigen solcher Gebäude trotzdem noch eine Schaufel drauflegt. Bei den Gütern wurde übrigens ein Zwischenweg zu FOE und Elvenar gewählt. Forge of Empires hat mit 5 Gütern pro Zeitalter und nur 2 effizient produzierbaren davon eine unglaublich hohe Gesamtzahl Güter vorgelegt. Elvenar hat mit insgesamt nur 3 Stufen von Gütern mit jeweils 3 unterschiedlichen Gütern wiederum eine sehr kleine Anzahl ausprobiert. Rock geht den Mittelweg und startet mit 3 Gütern in jedem Zeitalter. Neue Erweiterungen erhaltet ihr übrigens beim Einnehmen von Provinzen und deren Sektoren auf der Weltkarte. Und auch hier findet sich eine große Neuerung, die den 3D-Modellen zu verdanken ist. Das Kampfsystem wurde nämlich komplett umgestaltet. Von den altmodischen Sechsecken, zwischen denen man seine Einheiten bewegen kann, wurde umgestellt auf halbautomatische Kämpfe, deren Verlauf man nur noch in gewissen Maßen beeinflussen kann. So bestimmt der Spieler nur noch die Startaufstellung seiner Armee. Wie sich diese aber in den Kampf stürzt, kann nicht mehr beeinflusst werden. Allerdings gibt es Befehlshaber, die besondere Fähigkeiten haben, die ihr während des Kampfes aktivieren könnt. Harald, den ihr von Anfang an besitzt, erlaubt beispielsweise das Schleudern eines Felsbrockens auf eine beliebige Stelle des Schlachtfeldes, wodurch den Gegnern in einem bestimmten Umkreis Schaden zugefügt wird. Inanna, die ihr später über die Weltkarte freischaltet, erlaubt hingegen die Heilung eurer Einheiten in einem bestimmten Umkreis. Neben der Auswahl, auf welcher Flanke also die meisten Einheiten laufen sollen, könnt ihr den Verlauf der Schlacht mit diesen Spezialfähigkeiten trotzdem noch zusätzlich etwas lenken. Kommen wir nun zum Fazit. Mit Rise of Cultures geht InnoGames den nächsten Schritt in seiner Erfolgsserie der Strategiespiele. Das Erfolgskonzept von Forge of Empires wurde moderner verpackt und mit guten Erfahrungen aus Elvenar gespickt. Grafisch wird es jedoch insbesondere für die alteingesessenen Spieler von InnoGames erstmal gewöhnungsbedürftig. Bislang war man an liebevoll, detailliert gezeichnete 2D-Grafiken gewöhnt, die nun durch teils etwas schwammig aussehende 3D-Low-Poly-Modelle ersetzt wurden. Das wird definitiv nicht für jeden was sein. Ich vermute allerdings, dass es auch ein ganz bewusster Schritt war, sich grafisch komplett neu auszurichten, um die altmodischen, durch die Browser-Version vorbelasteten, teils etwas schwergängigen Spielmechaniken aufzulockern und vor allem eine neue Spielerschaft zu erreichen. Vermutlich sogar eine etwas jüngere Spielerschaft.
Und die neue Aufmachung ermöglicht natürlich auch neue Wege und Mechaniken. Vielleicht können wir uns sogar auf komplett neue Eventmechaniken freuen, die so nur auf Mobilgeräten funktionieren. Denn von den klassischen, mache mal eine von den 3 Kisten auf Eventmechaniken, sind weder Forge of Empires noch Elvenar bislang großartig weggekommen. Allerdings gibt es gerade auch noch einige Macken, die auf die sehr frühe Veröffentlichung zurückzuführen sind. So sind Allianzen zwar geplant, aber noch nicht implementiert. Anmerkung aus der Regie: Tatsächlich ist während der Entstehung dieses Videos bereits ein Update erschienen, das Allianzen mit bis zu 20 Spielern hinzugefügt hat. Diese sind allerdings bislang noch recht nutzlos und dienen nur zur Kommunikation und dem Handel. Mit der Zeit sind Erweiterungen dafür geplant. Auch existiert zum Zeitpunkt des Videos noch keine Accountbindung. Spielt ihr auf einem Gerät, könnt ihr dieselbe Welt also noch nicht auf anderen Geräten spielen und verliert euren Fortschritt mit Deinstallation der App. Beides wird die nächsten Monate aber noch folgen. Kurz zusammengefasst, eine Fusion der positiven Erfahrungen zweier Top-Titel von InnoGames mit sehr interessanten neuen Ansätzen. Aktuell aber auch noch ein paar Kinderkrankheiten. Wollt ihr mehr zu Rise of Cultures sehen, habe ich euch die offiziellen Kanäle in der Videobeschreibung verlinkt. Habt ihr Bock auf diesem Kanal mehr zu dem Spiel zu sehen, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Anhand eures Feedbacks werde ich dann entscheiden, ob ich mich vielleicht auch näher mit dem Spiel auseinandersetze. Bis dahin würde ich mich aber wie immer über positives Feedback freuen. Abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann erstmal bis zum nächsten Video und ciao.